Und damit sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen mit der Überschrift Die guten alten Zeiten. Ja, was kann man denn damit meinen? Natürlich geht es um Rennsport, natürlich geht es um die Emotion Nordschleife. Und ich sitze heute an der Seite von einem und dem anderen, die ich beide sehr, sehr gut kenne. Denn eigentlich bin ich mit beiden groß geworden. Das ist einmal Helmut Dehne auf meiner rechten bzw. eurer linken Seite und einmal mein Vater, Peter Nebel. Jetzt kriegen wir den auch endlich mal zu Gesicht. Und das Witzige ist, ich war mit meinem Vater schon früher an der Rennstrecke hier an der Nordschleife und der ist gegen Helmut gefahren. Ich saß dazwischen sozusagen, genau wie heute. Und wir wollen mal über die guten alten Zeiten sprechen und ich fange an mit meinem Vater. Du hast ausnahmsweise mal die Ehre zu Beginn. Wir haben gerade schon so gelacht, weil wir gesagt haben, naja, back in the days, das ist schon lang, lang her. Und es ging auf der Nordschleife um viele spezielle Dinge. Erzähl uns einfach mal so aus dem Bauch raus, was dir als allererstes dazu einfällt. Ja, als allererstes ist mir eingefallen, dass wir damals einfach im Regen da unsere 12, 13 Runden durchgezogen sind. Wir mussten halt und wir hatten damals natürlich noch nicht so eine Ausrüstung wie heute. Wir hatten ein normales Visier, kein Doppelvisier. Wir mussten mit einem beschlagenen Visier kämpfen und dann war das halt damals, wir sind ja meistens diese Rallye-Meisterschaft gefahren, dass wir so 13 Runden auf Zeit, auf eine gewisse Zeit fahren mussten und anschließend eine Sprintrunde hinlegen mussten. Und diese Sprintrunde, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute die Rennfahrer haben Reifenwärme und so weiter und wir mussten die Sprintprüfung ja aus dem Stand fahren, aus dem Stand mit eiskalten Reifen. Man stand hier im Regen, die Reifen waren völlig durchgekühlt, zum Glück hatten wir Metzler ME99 drauf und dann mussten wir aus dem Stand hier losfahren und gleich die erste links, da sind wir schon so durchgerührt und dann unten in Hatzenbach rein die schnelle rechts, ne, das war ziemlich abenteuerlich. Und meistens so, sag ich mal, wenn es dann zur Quiddelbacher Senke ging, ab da hatten wir dann Reifentemperatur und konnten dann auch im Nassen zügig fahren. Also die waren diese Metzler ME99, was wir damals schon für Zeiten gefahren sind mit den Motorrädern, auch im Nassen. Ich weiß, ich bin damals, wo es um meine Meisterschaft ging, bin ich die Nordschleife in 10 Minuten gefahren, im strömenden Regen. Mit den damaligen Rennen, das war 94 oder 85 oder 85. So, dann muss ich dich direkt unterbrechen, weil der Konkurrent, der sitzt ja sozusagen neben mir. Jetzt sagt mein Vater in der ersten links über beide Räder rutschend. Jetzt hast du ja im Endeffekt genau das Gleiche erlebt, weil ihr wart damals schon Konkurrenten und es ging genau wie heute eigentlich um die kleinen Details. Und wir wissen ja alle, dass die kleinen Details den großen Unterschied machen. Hast du andere Gedanken gehabt, wenn du das heute hörst? Nee, das waren genau dieselben. Man musste in die erste Kurve natürlich rein eiern, ganz vorsichtig. Die Reifen waren kalt. Also wenn es nass ist am Nürburgring, ist es sowieso rutschig, heute wie damals. Und da kannst du nur ganz konzentriert fahren und entspannt vor allen Dingen drauf sitzen, ja, nicht verkrampft und das Ding rollen lassen. Und nach dem Hatzenbach hat man dann das Gefühl, wie der Reifen ist. Richtig warm wird er im Regen sowieso nicht. Und dann geht es weiter und dann kann man eigentlich ganz ordentlich fahren. Konnte man damals schon recht ordentlich fahren. Wir hatten ja damals nur Reifen mit Profil, die noch richtig Profil hatten. Heute fahren wir ja mit Slicks, die ein paar Rillen drin haben. Und das ist wieder ganz was anderes. Also damals musste man also schon sehr aufpassen. Es hatte vielleicht auch den Vorteil, dass man mit diesen Reifen halt universell unterwegs war, bei jedem Wetter. Regenreifen gab es damals noch gar nirgends. Das gab es nicht einmal im Grand Prix-Sport. Da gab es vielleicht ein bisschen weichere Mischungen, aber das waren dieselben Reifen, die man da im Trockenen und im Nassen gefahren hat. Und da hat sich sehr viel getan. Es hat sich auch da spezialisiert. Spezialisiert ist natürlich genau so ein Thema. Jetzt habe ich die beiden Spezialisten neben mir sitzen. Beide sind im Lederkombi. Hier der junge Kerl sitzt hier in normalen Klamotten, weil er sagt, Nordschleife, so halb nass, halb trocken, das brauche ich mir nicht antun. Die beiden sind heiß. Wenn ich das jetzt mal den Zeitsprung mache von damals und den Problemen, die man hatte, zu der heutigen Zeit, wenn du auf die Nordschleife fährst,
Ich meine, wir hatten auch schon mal so eine Side-Order-Geschichte, dass man gesagt hat, eigentlich müsste mit der ganzen Entwicklung und nochmal 2 Sekunden schnell und nochmal 2 Sekunden schnell eigentlich heute schon auf 0 Minuten sein, weil man permanent was entwickelt hat. Aber es führt ja an Grenzen. Wie würdest du das heute schildern? Also ich bin damals praktisch in meinem vorletzten Jahr bin ich eine 7.5er Suzuki gefahren mit 120 PS. Und wenn man dann so tachomäßig dabei 260 die Fuchsröhre runtergetobt ist, da hatte ich schon das Gefühl damals, das war schon so stressig dann. Also die Nordschleife, wenn man da 120 PS auspresst, das war schon so stressig, dass ich mir gedacht habe, egal wie viel Leistung man hat, viel schneller geht es einfach nicht mehr, weil man dann als Mensch irgendwo nicht mehr mitkommt. Ne? Ja. Und inzwischen, der Helmut hält ja immer noch den Rundenrekord. Er war auch damals immer mal locker 15 bis 20 Sekunden schneller wie alle anderen, sag ich mal. Und ich sag mal, sein Rekord steht ja noch. Inzwischen wird es Leute geben, die schneller um Kurs fahren, aber so viel schneller wird es nicht werden, denke ich mal. Ne? Weil einfach die Leistung da nicht die Hauptrolle spielt. Ne? Man muss immer laufen lassen. Ich habe hier ja auch jahrelang Instruktor gemacht auf der Nordschleife und ich würde auch sagen, heute mit diesen 200 PS Motorrädern muss man auch teilweise eine andere Linie fahren, weil wir mussten ja immer die Linie fahren, dass es immer schnell war, immer flüssig, immer schnell. Und heute hat man ja so viel Leistung, dass man dann auch, sag ich mal, trotzdem den Topspeed erreicht auf der Geraden, auch wenn man jetzt, sag ich mal, nicht den weiten Bogen fährt. Ist vielleicht heute sogar günstiger, würde mich interessieren. Du bist ja selber auf der Nordschleife gefahren mit einem richtigen Boliden, hast mir ja gestern erzählt, was du da getrieben hast. Also ich sag mal, ich denke, da ist der Fahrstil auch ein bisschen anders insgesamt. Ich glaube auch, dass viele Skills, die ich von meinem Vater mitbekommen habe, was die Nordschleife angeht, grundsätzlich mir natürlich im Verständnis dafür geholfen haben. Aber es ist eigentlich ein schöner Vergleich, die neue Zeit, ein etwas anderer Fahrstil, man sitzt anders auf dem Motorrad und man kann vieles aus der neuen Zeit gar nicht hierhin übertragen, weil eben die Rennstrecke so speziell ist und so aneinandergereihte Kurven kommen, dass einfach die Kombination aus allem dann am Ende des Tages den Erfolg macht. Jetzt haben wir den Vergleich ja für dich. Du fährst gerne mal eine Honda Fireblade hier, also ein frischeres Modell. Du fährst aber auch unfassbar gerne deine RC30 hier. Und ich habe letztes Jahr schon mit Tränen in den Augen davor gestanden, weil dieses Motorrad immer noch so schön ist. Wenn du jetzt heute beschreiben müsstest, RC30 oder Fireblade, und das mal nicht, weil das Neue besser ist, sondern das Gefühl. Welches Motorrad tippst du da und was ist eigentlich die Ambition dahinter, was du sagst, okay, das macht das schneller und das macht das angenehmer? Man muss dazu sagen, dass meine Fireblade jetzt auch schon 12 Jahre alt ist und die neuen Fireblades wieder ganz anders sind und viel eleganter fahren. Aber was bei der RC30 ist ja ein internes Kürzel von Honda. Offiziell heißt das Motorrad ja VFR 57 RR, sagt kein Mensch, RC30 ist der Begriff. Ein Traummotorrad, das damals Honda auf die Beine gestellt hat, limitierte Ausgabe und da stimmt einfach alles an dem Motorrad. Vor allen Dingen die Federung ist optimal. Jedes Mal, wenn ich mit der Fireblade am Vormittag gefahren bin und Nachmittag auf die RC30 steige, denke ich, die haben in der Mittagspause den Nürburgring neu geteert. So elegant fährt dieses Motorrad über diese kleinen Unebenheiten drüber. Die großen Löcher, da macht die Fireblade keinen großen Unterschied. Aber diese feinen Unebenheiten, das heißt, du hast ständig Kontakt zur Straße. Alles, was so ein bisschen hart und hüpfelig daherkommt, das ist Kontaktverlust auf der Straße. Und das ist der große Unterschied von der RC30 und darum war die auch so ein paar Jahre lang so erfolgreich auf der Isle of Man. Die ist ja nochmal eine Hausnummer härter als der Nürburgring. Ja.
Über die Isle of Man werden wir heute nicht mehr reden können. Allerdings weiß ich, dass es zwischen den beiden schon brodelt. Ich gebe dem das letzte Wort, das vorerst letzte Wort meinem Vater, und dann machen wir den Sack zu. Denn ich weiß, dass ihr hoffentlich diese Geschichten gerne hört. Ich könnte da stundenlang zuhören und es ist vielleicht eine Art des ruhigeren Videos, aber glaubt mir, und ihr wisst es mit Sicherheit, die jetzt zuschauen, den eigentlichen Spirit so zu haben zwischen der alten Zeit, der neuen Zeit und darüber zu reden, ist grundsätzlich einfach extrem interessant, weil es immer wieder aufzeigt, dass Motorradfahren, egal ob das Motorrad 30 Jahre alt ist oder nicht, immer noch den gleichen Spirit hat und vom Herzen her einfach, ja, man transportiert wird. Deswegen, du kochst schon neben mir und möchtest noch was dazu sagen zu den Worten von Helmut. Ja, schieß los. Ich möchte noch was zur RC30 sagen. Das Motorrad, da habe ich sehr drunter gelitten, weil das war so ein Quantensprung. Ne? Ja. Und zwar kann ich da eine Geschichte erzählen, ich bin im Contidrom gefahren mit meiner 7.5er Suzuki, habe da gewonnen und ein Konkurrent von mir hatte genau das gleiche Motorrad, auch eine 7.5er Suzuki, der ist 10. geworden, um mal den Vergleich zu haben. Ab der nächsten Veranstaltung hatte er auch eine RC30. Ab da habe ich ihn kein Mann mehr schlagen können in dem Jahr. Ne? Also so ein Sprung war damals die RC30. Und das war natürlich für uns, die kostete damals, glaube ich, schon 30.000 D-Mark oder so. Ne? Ja, ne? Ne? Das war natürlich für uns, die sich keine leisten konnten, war das natürlich dann bitter. Ne? Ja, der Rennsport, er deckt die Schwächen auch manchmal im Portemonnaie auf. Allerdings lasst euch davon nicht beeinflussen, sondern es geht grundsätzlich um das Lächeln im Gesicht, wenn wir auf dem Motorrad sind und darum, dass man 30, 35 Jahre später immer noch die Geschichten auspackt und gerne darüber erzählt. Und ich bedanke mich für eure Zeit. Natürlich auch bei euch beiden für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und ich würde sagen, ich ziehe jetzt auch besser mal ein Lederkombi an und messe mich noch ein bisschen, beziehungsweise lasst mir was auf der Nordschleife beibringen. In diesem Sinne, eine schöne Zeit, passt auf euch auf und wir sehen uns wieder. Sowohl auf der Nordschleife wie aber auch mit der Entwicklung der Metzler-Reifen. Denn ich darf behaupten, vor knapp 35 Jahren durfte ich Herrn Dehne kennenlernen. Und damals ging es schon immer um das Thema schwarzes Gold und Reifen. Damals ist er noch gegen meinen Vater gefahren, dann sind wir mal eine Zeit lang zusammen zumindest auf der Rennstrecke gefahren und heute reden wir gemeinsam darüber. Wunderschön, dass du Zeit hast. Ich danke dir sehr, Helmut. Erzähl uns erstmal ein bisschen was über die Nordschleife, über die Entwicklung, die sich über die Jahre getan hat und dann natürlich auch inkludiert über das schwarze Gold. Ich möchte alles wissen. Ja, die Nordschleife ist eine lange Geschichte. 1965 war ich das erste Mal hier und dann oft mit BMW zum Reifentesten und vor allen Dingen Motorradtesten. Damals war ich ja noch bei BMW. Und 1974 bin ich zum Metzler gegangen und da haben wir dann auch die Reifen entwickelt hier auf dem Nürburgring. Und ich habe es schon oft gesagt, es gibt keine bessere Teststrecke für Reifen als den Nürburgring und auch für Motorräder und Automobile genauso. Die Automobilindustrie der ganzen Welt testet hier und wir haben das lange Zeit so gemacht. Aber wir waren auch damals dabei beim Industriepool. Den habe übrigens ich initiiert, das weiß kein Mensch. Und dann haben sie uns nicht mehr haben wollen, weil da mal ein Journalist, den wir eingeladen hatten, auf die Schnauze gefallen ist, direkt vor einem Porsche-Testauto und dann haben sie uns da nicht mehr mitfahren lassen. Und heute testen wir hauptsächlich in Sizilien. Da kann man das ganze Jahr testen, während hier auf der Nordschleife ist es dann doch so ein bisschen auf ein halbes Jahr begrenzt. Das hat sich durch die Klimaveränderung auch ein bisschen geändert. Man kann heute im Oktober, November auch noch testen. Aber in Sizilien ist die Garantie, dass man testen kann. Da haben wir eine große Testabteilung und dort werden die Reifen getestet. Und ich nehme mir dann immer noch raus, obwohl ich schon lange in Rente bin, mal so einen Reifen zu fahren und dann auch zu beurteilen. Und ich muss sagen, was da heute rauskommt, das ist sensationell. Die haben einen Rundlauf. Das ist unglaublich, so präzise werden die heute gefertigt mit den modernen Methoden, die eingeführt wurden.
Und das macht richtig Spaß. Höhenseitenschlag, 1/10, 2/10 Millimeter, das ist so genau wie ein Drehteil. Unglaublich. Ich muss dir dazu eine Frage stellen, weil da geht es natürlich auch für unsere Zuschauer so ein bisschen in die Details, die man als Rennfahrer, als Entwicklungsfahrer dann irgendwann für sehr, sehr wichtig empfindet. Und praktisch du als Urgestein hast ja alles miterleben dürfen. Ich meine, ich kenne auch noch die in Anführungsstrichen ältere Zeit, aber nicht die alte Zeit, wo man wirklich froh war, wenn ein Reifen sich rund gedreht hat. Heute ist es halt so, wenn wir den M9 RR neben uns haben, wir sind ihn hier auf der Nordschleife gefahren, wir dürfen ihn bei uns bei allen Wunderlich-Motorrädern testen und es ist halt enorm erstaunlich, was auch der Reifen für eine Bandbreite hat, auf welchen Motorrädern er alles funktioniert. Also es ist von dem eigentlichen Laufbild und von der Konstruktion so ein Allround-Talent geworden, dass man, egal ob man hier vorne in die erste links einbiegt mit kalten Reifen, ein Grundgefühl hat, dann aber sich das in 4, 5 Kurven schon so positiv entwickelt, dass man den Reifen fühlt und dass man eigentlich ab dann auf der Nordschleife auch ordentlich Gas geben kann. Wir beide wissen, wovon wir da reden, nicht am absoluten Limit, aber ordentlich Gas geben kann. Und das Potenzial von so einem Reifen muss für dich heute, wie du ja gerade auch schon selber gesagt hast, immer wieder faszinierend sein, wenn du dich dann draufsetzt und eigentlich fühlst, was er kann. Wenn du heute beurteilen würdest, wie viel Prozent besser so ein Reifen geworden ist, wie würdest du das einordnen? Das ist ein schwieriges Thema. So viel schneller, wie die Reifen besser geworden sind, fahren wir nämlich gar nicht. Weil wenn wir da immer wieder hören, 2 Sekunden schneller, der nächste Test, nochmal 2 Sekunden schneller, wir wären eigentlich schon bei 0 angelangt, bei so viel schneller gewordenen Reifen. Also die Schritte sind klein, aber spürbar und zwar deutlich. Und was bei diesen Reifen das Tolle ist, das ist der Stahlgürtel, den haben wir eingeführt. Als erste, wir Metzeler. Und die hohe Eigendämpfung, die dieser Reifen bietet. Und man muss dazu sagen, der Stahlgürtel, der hier unter der Lauffläche liegt, ist ja wie die Schale. Und die wirkt sich aus bis in die Seitenwand hinein. Heißt, die Stabilität, die der Stahlgürtel bringt kein anderer Gürtel. Und das macht diese Reifen so fantastisch und auch am Vorderrad überhaupt fahrbar. Wir haben ja damals, als wir angefangen haben, nur mit dem Hinterrad probiert und es ging sehr gut. Und dann haben wir uns nicht getraut, das am Vorderrad zu machen, weil bei Radialreifen die Seitensteifigkeit viel geringer ist als bei anderen Konstruktionen. Aber der Stahlgürtel, der hilft hier, die Seitensteifigkeit deutlich zu verbessern und so kann man auch mit dem 0-Grad-Gürtel, das ist ein ganz anderes Reifenprinzip, als wir früher hatten, kann man auch am Vorderrad hervorragend fahren. Und durch diese hohe Eigendämpfung, die dieser Reifen hat, haben wir es geschafft, das Kickback, eine unangenehme Eigenschaft, die manche Motorräder haben, angeregt durch eine Unebenheit auf der Fahrbahn, einen Stoß, vor allen Dingen gefährlich, wenn man aus der Kurve raus beschleunigt und noch Schräglage hat. Und wenn dann die Lenkung anfängt zu zappeln, dann wird es kritisch. Und das haben wir mit dieser Konstruktion zu 80% reduziert. Der erste Test war natürlich euphorisch. Es gibt kein Kickback mehr. Es gibt es schon noch, aber wirklich mit diesen Reifen nur noch ansatzweise. Du hattest gerade am Anfang schon angesprochen, die Nordschleife dient zum idealen Testfahren und birgt halt auch eine Charaktere in dem Bergauf, Bergab, über Bodenwellen, leichtes Motorrad, Kompressionen etc., wo du alles wirklich erfahren kannst. Ich meine, wir mit der Firma Wunderlich nutzen das genauso für unsere Fahrwerke, da im Endeffekt jedes Mal einen Schritt weiter nach vorne zu kommen und Neuerungen, die wir praktisch in der Technik erfunden haben oder herausgefunden haben, dann auch in der Praxis umzusetzen. Dadurch dient ja dann praktisch der Reifen als Basis und das Fahrwerk, was dann die letzten Dinge noch für den Reifen macht. Also es muss ja zusammen harmonieren. Und da war gerade schon mein
ich sag mal, Hinweis so ein bisschen, es ist wirklich erstaunlich, wie gut das funktioniert auf verschiedenen Charakteren von Motorrädern und auch in verschiedenen Gewichtsklassen, muss man ja auch ganz klar sagen. Ich könnte ehrlich gesagt noch stundenlang mit dir plaudern über all das, was hier so passiert ist. Eine Sache möchte ich aber noch von dir wissen und das vielleicht so als Abschluss. Du bist gestern unter anderem auch gefahren. Ich möchte nicht sagen, wie alt du bist, aber du darfst es gerne erwähnen, weil ich bin unfassbar stolz darauf, dass du immer noch so verrückt bist, dass du auf die Nordschleife gehst und sagst, ja, es ist zwar leicht feucht, aber ich donner hier mal rum. Und gestern selbst du noch einen kleinen Fahrfehler machst, indem dass du dich mal in der grünen Hölle ein bisschen hast vom Wetter vernatzen lassen und es dich überrascht hat. Dir ist aber soweit nichts passiert, alles ist in Ordnung und du sitzt heute mit uns. Deine Lebenseinstellung bewundere ich. Erzähl bitte noch mal ganz kurz was darüber, weil die Art und Weise, in dem Alter so Gas zu geben, dass man das noch in Kauf nimmt, hat, glaube ich, auch eine Grundeinstellung fürs Leben, oder nicht? Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Ich bin ja aufgewachsen im Endurosport. Bin nicht lange Enduro gefahren, das war mir zu schmutzig. Hinterher. Das Fahren im Schmutz war schön, aber hinterher die Kleidung putzen und das Motorrad putzen, das war grausam. Ja. Und da kriegt man so eine Einstellung, ans Ziel kommen ist alles. Und mit der Einstellung bin ich ja Motorrad gefahren, deshalb bin ich ja relativ wenig gestürzt. Ich kann eigentlich sagen, wenig, nicht nur relativ, sondern wirklich wenig gestürzt, aber es kommt halt immer wieder mal vor. Und gestern hat mich natürlich mal das Wetter überrascht und war anders, als ich es vorgesehen hatte. Und auch nicht so, wie ich es erwartet hatte, nämlich ich dachte, an der Stelle ist es so trocken, wie es in der letzten Runde war. Und dann war es aber nässer als überall anders und dann hat die Geschwindigkeit nicht gepasst für die Kurve. Kann man sagen, Fahrfehler war keiner drin, es war einfach nur zu schnell für die Nässe. Ja, und dann ist das Motorrad weggerutscht und ich bin dahin gerutscht und, ja, auf dem Gras und es ist nichts passiert. Heute sitzt du im Lederkombi wieder neben mir. Ich würde sagen, wir sind bereit für weitere Taten. Es ist eigentlich genau das, was wir machen wollen, nämlich Motorradfahren. Wir laden euch herzlich ein, auch bei uns auf den Kanälen immer mal wieder reinzuschauen und weitere Informationen, ich sag mal, sich zu holen. Ganz wichtig, der Herr hat noch was zu sagen, dem lasse ich dann auch das Schlusswort. Trotzdem ist es so, dass ich froh bin, dass solche Charakteren so groß geschliffen werden und über so viele Jahre erhalten bleiben. Deswegen danke für deine Zeit und du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort, fein. Er hatte ja mal eine nette Idee. Wir wollten mal 1000 Kilometer, was heißt wollten, ich bin 30 Mal 1000 Kilometer Hockenheim gefahren. Und einmal kam er mit der Idee, jüngster und ältester Teilnehmer könnten ja zusammen ein Team bilden. Leider hatte ich schon meinem Kollegen, unserem Testfahrer beim Metzler, zugesagt und es ist nichts draus geworden. Aber ich weiß nicht, du hast gesagt vor 35 Jahren, mir kommt es länger vor. Ich glaube, wir haben uns vor 40 Jahren oder so mal kennengelernt, da bist du nur mit dem Radl gefahren. Und es war eine lange Zeit im Motorsport, die richtig Spaß gemacht hat und es macht am Nürburgring nach wie vor Spaß. Ich fahre auf den anderen Rennstrecken nicht mehr. Aber Nürburgring, das darf nicht fehlen und solange ich das machen kann, mache ich es und das mache ich vielleicht noch bis 80. Jetzt bin ich 78, die Zweier könnte ich auch noch hinkriegen. Dann Servus. Danke.